Herzlich willkommen zurück beim Transitalia Marathon Stage 2. Gegen 6:30 Uhr verlassen wir unsere Unterkunft und fahren zurück nach Città di Castello. In den kleinen Gassen rund um den Marktplatz ist es noch ziemlich ruhig. Das wird sich aber sicherlich gleich ändern, wenn hier ein paar hundert Motorräder auf ihren Start warten. Geht's los? Da war ich am Start. Hochmotiviert heute? Total. Hier steht der Gravel Pebble, er wartet auf den Start um 7:53 Uhr und gleich geht's los. Da die Checkpoint-Karte mit der Startnummer abends immer eingesammelt wird, muss man sich diese am nächsten Tag logischerweise wieder aushändigen lassen. Unser Roadbook führt uns heute auf ca. 270 Kilometern vorbei am Lago Trasimeno und wieder durch fantastische Landschaften bis in die Toskana nach Chianciano Terme. Kaum sind wir raus aus der Stadt, lässt der erste Schotter nicht lange auf sich warten.
mal. 13, weiter. Ja, gibt ja nichts anderes hier. Hier wird die Straße eher wieder zum Weg, beziehungsweise sogar zum Single Trail. Aber genau dadurch sind wir natürlich auch gleich wieder voll im Element. Weiter. Teilweise haben wir es hier mit ganz schön dicken Brocken und Felsstücken im Untergrund zu tun. Aber so sind nicht nur wir, sondern mittlerweile auch unser Gabelöl auf Betriebstemperatur. Dann kommt plötzlich Besuch von hinten. Den wir natürlich gerne passieren lassen. #NoRace. Und außerdem sieht man sich meistens bei der nächsten Kaffeepause oder Tankstopp sowieso gleich wieder. Hier rechts runter. Ups, und plötzlich kommt noch mehr Druck von hinten. Bei all den geilen Schotto-Autobahnen sollte man trotzdem auch immer daran denken, dass einem etwas entgegenkommen kann oder dass Hindernisse auf der Fahrbahn sein könnten. Oder auch mal, dass ein sehr massives Hindernis auf die Fahrbahn springen könnte. In dem Fall hat der Vierbeiner zum Glück ja nochmal seine Richtung geändert. Unser Vordermann Felix war scheinbar so im Flow, dass er uns abgehängt hat. Zumindest muss er an einer Kreuzung anders abgebogen sein als Roland und ich.
Im ersten Augenblick habe ich mich schon etwas erschrocken, als der Hund auf einmal vor mir stand. Aber dann war irgendwie auch gleich klar, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Im Gegenteil. Ich hatte sogar eher das Gefühl, dass er uns helfen und wieder auf die richtige Fährte bringen möchte. Okay. Und in der Tat waren wir hiermit dann wieder auf dem richtigen Track. Und schließlich beim verlorenen Kollegen, der da oben schon ganz entspannt eine Pause gemacht hat. Wow, Aber geil hier, oder? junger Vater. Da der See, Hammer. Wow. So ist geil, oder? Mit der Sonne, Hammer. Die Ausblicke, der See, das wunderschöne Panorama und ein kurzer, unaufmerksamer Moment haben mich leicht aus der Bahn geworfen. Aber zum Glück nicht schlimm, nur die Kiste irgendwie noch aus dem Graben holen und dann kann es gleich weitergehen. Fantastico. 8610 rechts weg. Das kann jetzt ein bisschen nicht ganz stimmen vielleicht. Schön hier. Another night, I fall in your sight. Your new eyes cut sharp like a knife. Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or alarmed when I come for you. I need you to know that I would never walk away. I know what you need, I would bleed for you, but you're taking somebody home. I know I need to move on, I need to be strong, but I don't wanna go alone, no, no, no. I don't wanna go alone. No, I don't wanna go alone. Bite some time. Der Fahrer hier mit der neuen F900 GS war offensichtlich ohne Roadbook und nur mit Navigation alleine unterwegs. Wir haben ihn an mehreren Stellen immer mal wieder getroffen. Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or alarmed when I come for you. I want you to know that I would never walk away. I know what you need, I would bleed for you,
Da die Kilometrierung in den Roadbooks bis maximal 100 Kilometer geht, mussten wir beim Übergang zu 0 bzw. zu den nächsten 100 Kilometern natürlich auch unsere Trittmeter wieder zurücksetzen, was wir hier gemacht haben. Und wieder voll im Flow drehe ich nochmal beherzt am Gasgriff, um oben auf dem Hügel die zwei anderen zu treffen. Oder zumindest einen. Oh mein Gott. Die Verzögerung auf dem losen Untergrund hat einfach nicht gereicht. Vielleicht war ich aber einfach ein bisschen zu schnell. Wenn die zwei aber auch andauernd Pause machen müssen. Zum Glück war nicht allzu viel passiert, grob wieder gerade gebogen und weiter ging's. San Casciano war es dann mal wieder soweit, die Kontrollkarte abknipsen zu lassen und natürlich auch für einen Espresso in der Bar Centrale. Gut erholt und mit reichlich Koffein im Blut geht es jetzt nochmal so richtig zur Sache. Zumindest was das Tempo angeht.
Angekommen an unserem Zielort in Chianciano Terme, das übliche Prozedere, erstmal durchs Ziel fahren und dort die Karte abgeben. Und mal wieder, give me 5, richtig geil. Dann das abgegebene Gepäck für die kommende Nacht wieder einsammeln und einchecken im Hotel. Okay. Ja, der Pleasure wieder die geilste Unterkunft überhaupt gebucht. Admiral halt. Fahren wir erstmal hoch. Der Name Hotel Admiral klingt schon ganz vielversprechend. Allerdings hatte das Haus seine beste Zeit definitiv schon hinter sich. Wobei der Wellnessbereich ganz in Ordnung war und wir so erstmal eine Runde richtig schön relaxen konnten. Mit anständigem Powernap natürlich. Das Abendessen fand dann im Thermalpark Acqua Santa bzw. darin in dem architektonischen Juwel Salone Nervi statt.